Hallo, willkommen zurück zu Nagarjuna Teil 3. Wir haben Kapitel 15 erreicht, das eine Untersuchung von einer Natur der Dinge genannt wird. In Tibetisch heißt es, wie wir hier sehen, bedeutet Untersuchung. Eine Untersuchung ist ein interessantes Wort, weil es sein eigenes Gesicht bedeutet. Jing bedeutet hier Gesicht. Jingras bedeutet Gesicht. Rangshin bedeutet also das Gesicht von etwas. Was bedeutet seine Natur? Was bedeutet? Und das musst du gleich am Anfang verstehen. Es bedeutet die Identität von etwas, die inhärente Natur. Eine Qualität einer Sache, die in ihr ist. Also solltest du dieses Gefühl bekommen von, wir werden zum Beispiel untersuchen, ob oder ob nicht Feuer eine Identität oder Natur in sich hat, heiß zu sein, und dann öffnet sich diese Natur irgendwie und teilt sich in der Welt mit. Hat Feuer eine Natur in sich, die heiß ist, öffnet sich das Feuer dann irgendwie und die Heißheit kommt heraus. Hat es seine eigene Identität? Wenn wir also von Natur aus sprechen, denk daran, es ist gewissermaßen eine Sache tief im Inneren einer Sache, die wahre Identität ist. Denk an die Identität. Alles klar? Hier gehen wir zu unseren Argumenten. Erster Vers. Erste 1,5 Verse. Wenn du darüber nachdenkst, wenn die Identität von etwas Teil desselben ist, dann müsste es nicht erzeugt werden. Wenn die Identität eines Objekts inhärent in ihm ist, was Identität bedeutet, dann solltest du es nicht nur bekommen, wenn etwas anderes geschieht. Du bist einfach damit geboren. Du kommst einfach damit daher. Niemand müsste ein Feuer entfachen. Feuer ist etwas bereits heiß. Also, falls es der Fall wäre, dass du etwas tun müsstest, um Feuer heiß zu machen, dann wäre heiß nicht die Natur von Feuer. Stimmen wir darüber ein? Ja. Yeah. Falls du etwas anderes tun musst, wenn du ein Feuer unter einem Feuer entzünden musst, um es heiß zu machen, dann ist es die Natur des Feuers. Wir würden nicht sagen, dass heiß die Natur des Feuerwehrs. Also können wir etwas über die Natur oder Identität sagen. Es kommt mit der Sache. Und es ist nichts, was zustande kommt, wenn andere Dinge da sind, falls andere Ursachen und Bedingungen vorhanden sind. Es wäre unangebracht zu sagen, dass die Selbstidentität einer Sache nur dann da wäre, wenn etwas anderes geschieht. Irgendwelche Ursachen und Bedingungen. Denn eine Natur, die durch andere Faktoren erzeugt wurde und andere Ursachen wären künstlich. Und künstlich ist das Gegenteil von Natur. Sie wäre zusammengesetzt und dem Feuer übergeben worden. Oder hier, lass mich dich erhitzen. Und dann wird Feuer heiß. Dann wäre die Natur nicht die Natur im Feuer. Sie wäre künstlich produziert worden und dem Feuer übergeben worden. Okay, verstehst du? Bedeutet, fast künstlich erzeugt. Im Schmuckgeschäft haben sie echte Rubine und Saphire. Und dann haben sie auch falsche. Aber als man lernte, wie man echte Rubine und Saphire in einem Labor macht, gab es eine große Debatte darüber, ob sie künstlich nennen sollten oder nicht. Die Leute, die in diesem Prozess erfolgreich waren, sagten, sie sind nicht künstlich, sie sind echt. Und ein anderer sagte, sie sind nicht echt, wenn du sie nicht aus der Erde buddelst. Also haben sie einen Kompromiss gemacht und sie nannten sie kreierte Rubine. Das klingt besser als künstlich oder Ersatz. Wenn etwas kreiert ist, ist es nicht natürlich. Das ist der Punkt. Falls die Selbstnatur einer Sache oder die Identität einer Sache von außen kreiert werden muss, wie zur Hölle kannst du dann es Natur nennen? Sie ist künstlich, sie ist erzeugt. Verstanden?
So wie kreierte Rubine. Alles klar? Nagarjuna, das ist mal eine Geschichte. Dieses Bild hat eine Geschichte. Also mein Lama, ich habe euch erzählt, dass ich ein freiwilliger Helfer für meinen Lehrer war. Für 30 Jahre und ungefähr 25 dieser Jahre war ich sein Chauffeur von New Jersey nach Washington. Es war eine 5-stündige Fahrt. Er unterrichtete dort einmal im Monat. Ich habe diese Fahrt also über 300 Mal gemacht. Ich habe ihn dorthin gefahren. Wenn man beide Wege zählt, sind es 600. Deshalb kannte ich den ganzen Weg auswendig und ich genoss ihn zu fahren, weil er es immer ablehnte, meine Fragen zu beantworten. Im Auto konnte er nicht ablehnen. Er war 5 Stunden lang im Auto eingesperrt. Er hatte das Auto ohne Radio bestellt. Also konnte ich kein Radio hören. Es kostet extra Geld, das Auto ohne Radio zu bestellen. Wie auch immer, alles, was du tun konntest, ist über Dharma zu sprechen. Dann tat es manchmal so, als ob er schliefe. Ich sagte dann, ich weiß nicht, dass du schläfst. Und er, wie dem auch sei, er stoppte immer an der Howard Johnson in der Maryland-Grenze, Delaware-Grenze, kurz vor der Delaware-Brücke. Wir hielten immer an der gleichen Stelle und er bestellte seinen Tee. Du weißt, er ist ein großer Teetrinker. Er trank etwa 15 Tassen pro Tag. Ich habe ihm tagtäglich 15 bis 20 Tee gemacht. Sie versuchten ihm Milchpulver zu geben und er sagte, nein, ich will Sahne. Das ist Milchpulver, ich will kein Milchpulver. Ich will Sahne, ich will das Echte. Und er lehrte mich all diese Worte für künstlich, unecht und nicht natürlich. All diese Worte, die ich von ihm gelernt habe, wie all meine Worte, sie haben einen Kontext. Wir saßen irgendwo und er sagte, das nennt man, bedeutet, es musste von außen kreiert werden. Es ist nicht natürlich. Alles klar? Er hasste dieses Zeug. Zutiefst. Okay? Nächster Vers. Es ist eigentlich ein halber Vers. Dies ist eigentlich, was bedeutet das? Dies ist unser Standpunkt. Wenn etwas eine echte Identität wäre, dann sollte es nicht bedeutet erfunden oder künstlich kreiert. Es sollte nicht wie Milchpulver sein. Es sollte nur einfach echt sein. Bedeutet nicht kreiert. Was ist ein berühmtes im Lamrim? Das ist, wenn du versuchst, dich wie ein Bodhisattva zu fühlen, wenn du es nicht bist. Das ist ein gutes. Alles klar? Falscher Bodhisattva. Kreierter Bodhisattva. Künstlich. Du gibst vor, ein Bodhisattva zu sein. Und dann vermasselst du es trotzdem den ganzen Tag. Wenn etwas eine wahre Natur wäre, dann sollte es nicht von irgendeiner Bedingung abhängen, die außerhalb von ihm vonstatten geht. Wenn Feuer von Natur aus heiß ist, sollte es keine Rolle spielen, wo das Feuer ist oder was mit dem Feuer passiert. Es sollte von innen heiß sein. So etwas in der Art. Das ist unsere Definition von einer Natur. Ich habe mich gefragt und vielleicht könnt ihr darüber nachdenken. Das ist ein sehr, sehr nützlicher Ausdruck. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages in einer Debatte war, im Drop-Kloster. Ich hörte dieses Wort, bedeutet theoretisches Argument, theoretischer Fall. Für den theoretischen Fall, dass etwas eine Selbstnatur hat, sollte sie diese beiden Eigenschaften haben. Welche? Es sollte nicht künstlich kreiert sein und es sollte nicht auf andere Bedingungen stutzen. Also kann eine solche Natur existieren? Das ist eine andere Debatte. Verstanden? Also theoretisch, wir sagen theoretisch. Theoretisch wäre das, was eine Selbstnatur wäre. In der Praxis gibt es ein solches Ding. Wir wissen es nicht. Johnny Lama äußert auch seine Meinung dazu und das ist eine sehr traditionelle alte Meinung darüber, wie eine Selbstnatur aussehen würde, wenn sie existieren würde. Und sie sollte 3 Eigenschaften haben. Los geht's.
Nummer 1 ist ein sehr, sehr seltenes, wichtiges Wort, das von den Anfangslosen bedeutet. Es hört sich an wie, was Bambussprossen bedeutet, aber das ist es nicht. Bedeutet urzeitlich, ursprünglich, seit immer. Wenn etwas die Natur von Feuer ist, dann sollte es schon immer ein Feuer sein. Okay? Bedeutet heiß Hitze. Wenn Feuer eine Natur hat, dann sollte eine Selbstnatur oder Identität schon immer in diesem Ding gewesen sein, seitdem es Feuer gibt. Das ist der erste Punkt. Feuer sollte schon immer heiß gewesen sein. Nummer 2. Ganz gleich, ob es sich um ein Feuer von vor 100 Jahren handelt oder um ein Feuer in 100 Jahren von jetzt oder um ein Feuer in diesem Raum gerade jetzt, es sollte invariabel sein. Die Identität sollte immer da sein. Ganz gleich, ob du von einem Feuer von vor 100 Jahren, von jetzt oder von einem Feuer vor 100 Jahren und von einem Feuer in diesem Augenblick sprichst. Diese Identität sollte immer da sein. Heiß. Nummer 3. Es sollte für seine Identität nicht von anderen Quellen abhängen. Er gibt ein interessantes Beispiel. Du musst keine Wärmeflasche auf ein Feuer legen. Veronika und ich, wir haben jetzt dieses coole Ding, das uns jemand gegeben hat. Es sind Kirschkerne in einer Tasche. Und es hat Lavendelblüten darin. Man tut es in die Mikrowelle und erhitzt es. Und dann legst du dich darauf. Es ist sehr angenehm, wenn du zu Bett gehst. Es bleibt warm für ungefähr eine halbe Stunde. Und dann wird es langsam kühler und du schläfst darauf ein. Es ist sehr angenehm. Es ist fast wie eine Wärmeflasche. Er sagt also, wenn Feuer von innen heraus heiß ist und du das Feuer nicht mit einer Wärmeflasche erwärmen musst, es ist ein Kaninchen mit Kirschkernen und Lavendel im Inneren. Wenn du ein Kirschkern-Lavendel-Kaninchen nicht in der Mikrowelle erwärmen musst, um dich zu erwärmen, dann bist du wahrscheinlich von Natur aus warm. Verstanden? Das sind die 3 Voraussetzungen. Noch einmal, es ist wahrscheinlich, hier ist eine Frau, die eine Kerzenflamme berührt. Eine Sache kannst du darüber sagen, eine Sache, die du automatisch denkst. Ich hoffe, sie hält ihren Finger da nicht rein, weil sie sich verbrennen würde. Seine Natur ist es, heiß zu sein. Alles klar? Nächster Vers. Dies sind einige andere Ideen über Identität. Meine Hauptsache in Bezug auf Identität sind diese 3 Ideen. Aber lass uns über noch ein paar andere sprechen. Lass uns über ein paar andere Charakteristiken des Konzepts Identität sprechen. Dies ist sehr komplex. Wenn du darüber nachdenkst, dann hat Feuer 2 Naturen. Es ist inhärent, die andere ist hinzukommend. Zum Beispiel seine Farbe. Hinzukommen bedeutet, es hängt von äußeren Umständen ab. Also welche Chemikalien sind. Je nach den Chemikalien im Holz hat die Flamme eine andere Farbe. Aber die Hitze ist da. Die Hitze ist die Identität des Feuers und die Farbe ist sekundär. Es ist eine sekundäre Charakteristik. Die sekundäre Charakteristik von Feuer kann durch andere Kräfte kreiert werden. Die Selbstidentität des Feuers sollte aus dem Inneren kommen. Also hat niemand das Feuer heiß gemacht, aber du kannst die Farbe ändern, indem du die verschiedenen Chemikalien hineinbröselst. Alles über Feuer in diesen beiden Dingen enthalten. Entweder seine natürliche Identität oder seine Charakteristik, die durch andere Umstände vermittelt werden, so wie seine Farbe. Es gibt nichts anderes in Bezug auf Feuer.
Wie nennst du eine Natur, die von woanders kommt? Wenn die andere Person an eine Natur von woanders denkt, würden wir dazu sagen, dass sie über ein selbstexistentes Woanders spricht. Was meinst du damit? Hängt die Farbe des Feuers von einer äußeren Quelle ab? Ja. Aber wenn du das sagst, denkst du, die Chemikalien hätten die Farbe erzeugt. Verstanden? Ist die Farbe des Feuers Teil von seiner natürlichen Identität? Nein, die kann sich ja nach Chemikalien verändern. Wenn du zerbröselnde Chemikalien ins Feuer tust und es die Farbe des Feuers verändert, dann ist das Hinzukommen. Es ist sekundär. Dies wurde von äußeren Kräften kreiert. Aber während du mich das sagen hörst, denkst du, dass es von den Chemikalien kommt. Und das ist ein Problem. Du verwechselst sogar die Sekundären. Vergiss, dass das Feuer von seiner Seite aus heiß ist, was es nicht ist. Es ist heiß von deiner Seite aus. Aber vergiss diese vermeintliche Identität. Du missverstehst sogar, warum seine Farbe sich verändert. Du denkst, es seien die Chemikalien. Verstanden? Ganz nebenbei, es gibt ansonsten nichts über das Feuer zu sagen. Das ist alles, was da ist. Es gibt, was es ist, und es gibt dieses Zeug, das es sein könnte. Du verstehst weder das eine noch das andere. Es gibt kein anderes Feuer außer dem, welches seine natürliche Identität kombiniert mit dessen anderen Charakteristika, die von anderen Kräften kreiert wurden. Es gibt kein anderes Feuer außer diesem. Sobald du diese beiden abgedeckt hast, ist es das ganze Feuer. Du verstehst keines von beiden. Deshalb verstehst du das Feuer nicht. Alles klar? Wie auch immer. Hier ist es, wo er sagt, dass du nicht verstehst und dass du das nicht verstehst. Du verstehst nicht die grundlegende Natur des Feuers, seine eigene Selbstnatur, und du verstehst nicht, warum es sich bewegt und warum es verschiedene Farben hat oder warum es verschiedene Temperaturen hat. Das verstehst du nicht. Falls die Identität des Feuers und die Charakteristika des Feuers so existieren würden, wie du denkst, dass sie es tun, dann könnte es kein Feuer sein. Wenn es kein echtes Feuer gäbe, dann könntest du nicht das Konzept von unecht haben. Wenn es kein echtes Feuer gibt, dann ist es schwierig, unecht zu definieren. Wenn es keine echte Sahne auf dem Tisch gibt, dann ist da keine... Es ist schwierig für meinen Lehrer zu sagen, dass es falsche Sahne ist. Das Pulver ist falsche Sahne. Wenn er nie echte Sahne gesehen hätte, kann er nicht. Die echte Sahne definiert die falsche Sahne und die falsche Sahne definiert die echte Sahne. Er lächelt nicht und sagt, echte Sahne. Wenn er nie in Gefahr gelaufen wäre, falsche Sahne zu haben. Mein Job bestand immer darin, die Kellnerin zu überreden, ihm echte Sahne zu geben. Oh mein Gott, manchmal hat das eine halbe Stunde gedauert. Wenn etwas sich in etwas anderes verändert, darüber haben wir schon gesprochen. Wenn Milch sich zum Beispiel in Joghurt transformiert, bedeutet Leute in der Welt sagen, was haben sie denn gesagt? Es ist nicht mehr das, was es vorher einmal war. Wenn Milch sich zu Joghurt verändert, wie sprechen die Leute dann von der Milch? Sie sagen, dass sie nicht mehr da ist, was sie einmal war. Jetzt ist es total klumpig und zuvor war sie flüssig. Wenn du über ein Ding sagen kannst, dass es früher einmal war, dann hat es keine Natur. Das ist nicht, was es einmal war. Es ist nicht, was es einmal war, bedeutet, was es auch immer sich verändert hat, war nicht inhärent, war nicht seine Identität. Die Milch, wenn ich den Joghurt anschaue, sage ich Milch. Es ist nicht mehr Milch. Wenn du sagst, es ist nicht mehr Milch, dann sagst du etwas über die Identität der Milch.
Du sagst, dass diese enden kann. Du sagst, dass sie ihre Identität fallen lassen kann. Dann ist sie nicht mehr inhärent, oder? Dann muss es woanders herkommen, richtig? Dann hat sie, denn sie hat keine inhärente Identität. Alles, was sie hat, sind diese anderen Charakteristika, die durch äußere Kraft kreiert wurde, wie zum Beispiel deine Samen in deinem Geist. Verstanden? Okay. Dann das Bild mit der echten Sahne. Let's go to the next verse. Kangda grangshin shingna dangna dangna meni tawa tedak sange tembala deni towa mayeno. Das ist typisch. Kangda grangshin shingna. Das sind die beiden Dinge. Bedeutet diese Identität seine natürliche Identität, bedeutet seine zusätzliche Charakteristika, hinzugefügt durch andere Umstände. Ist es falsch oder ist es echt? Ist es echte Sahne oder Milchpulver? Ist es etwas, was von einer Kuh gemacht wurde und lecker schmeckt? Oder ist es etwas, was vom Pulver kreiert wurde? Er macht hier also zwei Paare von Unterscheidungen. Seine Identität und seine Extracharakteristik, die variabel sind. Und dann die echte Milch und die falsche Milch. Zwei Paare von Unterscheiden, zwei Unterschiede. Zwei Paare von Unterschieden. Während ich sie dir erkläre, sagt Nagarjuna zum anderen Typ. Denkst du immer noch, dass sie selbst existent sind? Wenn ich echt und unecht sage, und ganz nebenbei, ich stelle dir eine Frage. Ist es wahr, dass echt nur durch unecht definiert werden kann? Ist es wahr, dass Identität, natürliche Identität, nur durch Charakteristika, die kommen und gehen, definiert werden kann? Ist es wahr, dass du im Buddhismus klein sehen musst, um groß wahrzunehmen? Weil es viele Leute gibt, die dir das erzählen. Das sehe ich immer wieder. Es gibt eine burmesische Schule in Amerika. Sie sprechen immer von Leerheit als das Ergebnis von Vergleichen, dass nichts aus sich selbst heraus echt ist, weil es mit etwas anderem verglichen werden muss. Ist das Leerheit? Ist das abhängiges Entstehen? Das ist es nicht. Es hat nichts damit zu tun. Diese ganze Erklärung von Leerheit ist lächerlich. Groß ist nicht durch klein definiert. Groß ist definiert durch die Samen für groß in deinem Geist. Das ist alles. Du wirst groß haben ohne klein, weil du die Samen für groß in deinem Geist haben kannst ohne klein. Groß hängt nicht von klein ab. Groß hängt davon ab, was du gestern jemandem anderen gegenüber getan hast. Verstanden? Dinge sind nicht, was sie sind, aufgrund von Vergleichen. Echt ist nicht durch künstlich definiert. Im Buddhismus, im echten Buddhismus, wird eine Identität nicht durch temporäre kommende und gehende Charakteristika definiert. Identität ist definiert durch deine Samen. Alles klar? Wenn du denkst, groß ist nur groß durch Vergleich oder Identität durch Vergleich mit hinzukommenden oder kommenden und gehenden Charakteristika, Menschen, die das sagen, haben nicht Tattva. Ja, die haben Leerheit nicht gesehen. Deshin Leerheit, sie haben Tattva nicht gesehen. Tattva bedeutet Leerheit. Wenn du denkst, Dinge sind nur durch Vergleich das, was sie sind, dann denkst du im Grunde, dass Identität von ihrer eigenen Seite kommt und dass Identität von der Seite des Vergleichens kommt. Dann verstehst du nicht die Natur der Dinge. Es ist ein Witz, kapiert? Du verstehst nicht die Natur der Dinge, die echte Natur der Dinge. Die echte Natur der Dinge. Es ist ein Witz. Okay? Ganz nebenbei, so wie es in den Lehren des Buddhas gelehrt wurde.
Du verstehst die buddhistischen Lehren nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe dieses Bild für euch. Dies sind 3 Leute mit verbundenen Augen. Dies sind die Leute, die denken, sie haben falsche Ideen von Identität oder Selbstexistenz. Und sie wandern irgendwie im Dunkeln umher. Ich wollte nur, dass ihr dieses Bild seht, weil ich möchte, dass ihr es wertschätzt, wieso Nagarjuna immer wieder sagt, sie kapieren es nicht, was der Buddha sagte. Sie kapieren nicht, was Buddha sagte. Historisch gesehen, warum ist er wohl so auf diesem Punkt hängen geblieben? Für $100. Historisch gesehen. Warum kehrt er immer wieder auf diese Thematik zurück? Dass du nicht kapierst, was der Buddha lehrte. Wahrscheinlich. Ja, gut, du hast $50 bis jetzt. Jigme sagt, dass es ein anderes System gab, welches widersprach. Es war verbreitet. Für wie lange war es verbreitet? Für $50. 200 Jahre. 700 Jahre. Abhidharma, Abhidharma. Für 700 Jahre missverstanden Leute. Zitierten Buddha, sie lernten Buddha auswendig. Sie konnten es auswendig. Sie konnten all diese Bücher rezitieren. Behielt Buddha die Abhidharma Sutren. Sie beschrieben auch Leerheit. Nagarjuna beweist in den 60 Versen, dass die originalen Sutren, die wir Hinayana nennen, auch über Leerheit sprechen. Er beweist es. Also stell dir vor, wie frustriert Nagarjuna ist. Er trotzt 700 Jahre von Missverstehen. Er versucht, sich ganz alleine einer 700-jährigen Flutwelle entgegenzustellen. Hey Leute, es ist alles falsch. Also muss er immer wieder zu den Schriften zurückkehren und sagen, du kapierst es nicht. Ihr Leute kapiert es einfach nicht. Das ist es nicht, was er meinte. Verstanden? Kannst du nicht die Frustration von 700 Jahren in seiner Stimme hören? Alles klar? Das sind die verbundenen Augen. Es soll dich daran erinnern, jetzt wechseln wir zu einem großen Thema im Buddhismus. Extrem wichtig. Und es tut mir leid, dass es Halbzeit ist. Die letzte Klasse für heute. Weil jeder müde ist, aber jetzt geht's los. Sehr Nagarjuna. Sehr wichtig. Sehr wichtig für die beiden Ehemänner in der Küche. Bhagavan, der Buddha sagte, der Buddha verstand den Unterschied zwischen, bedeutet hier das Echte und das Unechte. Der Buddha verstand den Unterschied zwischen echt und unecht. Der Ehemann in der Küche, der echt ist, und der Ehemann in der Küche, der unecht ist. Er verstand den Unterschied. In einem Buch mit dem Titel Persönliche Ratschläge an Katyayana. Dies ist einer seiner Lieblingsschüler, Katyayana. Katyayana ist sehr wichtig in den Sutren über das Rad des Lebens. Er ist anwesend, als sie das erste Mal das Rad des Lebens malen. Dann kommt er nach Hause und erzählt die Geschichte. Wie auch immer, Buddha gab Katyayana private Ratschläge. Ich habe sie herausgesucht. Man findet welche, aber sie sind nicht so deutlich. Der Buddha lehnte ab, dass Dinge existieren könnten. Und der Buddha lehnte auch ab, dass Dinge nicht existieren könnten. Der Buddha lehnte ab, dass Dinge existierten, und er lehnte ab, dass Dinge nicht existieren können. Alles klar? Das ist wirklich eine große Nagarjuna-Sache. Sehr wichtig. Und es ist sehr hilfreich bei den 2 Ehemännern in der Küche. Für $100. Wo ist in der Küche die Ablehnung, dass etwas existiert, und die Ablehnung, dass etwas nicht existiert? Du musst beide hinkriegen, um die $100 zu bekommen. Was existiert in der Küche und was existiert nicht in der Küche?
Den Ehemann, den du kreiert hast, ja, der existiert. Und der Ehemann, den du nicht kreiert hast, ja, und der Ehemann, der nicht in deine Schuld ist, existiert nicht. Zu sagen, dass der nicht existiert, existiert, wird das Extrem des Existieren genannt. Und zu sagen, dass der eine, der existiert, nicht existiert, wird das Extrem des Nicht-Existierenden genannt. Du bist zu weit gegangen. Wenn der Ehemann in der Küche nicht meine Schuld ist, existiert nicht. Entschuldigung, wenn der Ehemann in der Küche nicht seine Schuld ist, existiert er überhaupt nicht. Verstanden? Weil der Ehemann in der Küche meine Schuld ist, existiert er. Also existiert der Ehemann und existiert zugleich nicht. Abzulehnen, dass er existiert, ist ein Problem. Abzulehnen, dass der Ehemann, der deine Schuld ist, existiert, ist falsch. Und abzulehnen, dass es überhaupt einen Ehemann in der Küche gibt, ist auch falsch. Verstanden? Zwei Extreme. Wir nennen es von einer Klippe fallen. In der Tat, das Bild hier ist von einer Brücke, Einfädelung. Ich habe versucht, eine in Arizona zu finden. Ich hatte Glück. Das nennt man mittlerer Weg. Du versuchst ja deinen Weg hindurch zu fädeln zwischen den Nicht-Existieren und Existieren. Wenn du denkst, der Ehemann, der nicht deine Schuld ist, existiert, dann bist du auf einer Seite heruntergefallen. Wenn du denkst, es gibt überhaupt keinen Ehemann, dann bist du von der anderen Seite heruntergefallen. Hier ist die große Referenz zu dieser Idee. Aus all den buddhistischen Schriften. Es ist hier. Ja, okay. Was bedeutet, dass es eine gute Stelle ist, um eine Sanskrit-Stunde einzuschmeißen. Ich habe das Extrem zu sagen, er existiert von seiner eigenen Seite. Und das Extrem zu sagen, er existiert überhaupt nicht, rausgesucht. Diese haben spezielle technische Begriffe im Buddhismus. Genannt wird. Sag mir, ja? Jutta. Bedeutet das Extrem zu sagen, er existiert? Von seiner Seite und nicht, weil ich meine Kinder angeschrien habe. Das nennt man ganz nebenbei. Ich denke wirklich, dass das nächste Buch, das ich schreiben werde, die 2 Ehemann in der Küche Sutras sein wird, okay? Also Buddha, sag Buddha Koti, Buddha Koti, Buddha Koti. Buddha bedeutet, er existiert. Koti bedeutet Extrem oder Klippe. Koti bedeutet Klippe oder Extrem. Koti bedeutet auch 10 Millionen, aber das ist die andere Sache, okay? So, Pu bedeutet zu sein, es stammt ab von, im Indoeuropäischen wird es Pu genannt und wir kriegen die Worte B und Bild. Wo ist die Sanskrit-Stunde? Oh, Entschuldigung, ich muss sie ausgelassen haben. B, Bild und Physik kommt von der Wurzel Wu, ebenso Physics. Das Phi in Physik kommt von der Wurzel Wu. Koti, das konnte ich nicht viel finden, außer Kat, was der Winkel bedeutet, scharfer Winkel. Etwas, wovon du runterfällst. $30. Mushimusu. Mushimusu. You know Mushimusu. Yeah, what do you call? Ja, wie nennt man das? Permutation. 4 Permutation. $20 für diese Antwort. Das bedeutet 4. Es ist so, als ob du an einem Tisch mit 4 Kanten wärst. 4 mögliche Kombinationen. Koti, das nennt man Kotika. Alles klar? Dann ist das Gegenteil davon. Was ist das Gegenteil, Christina, von Koti? Abukoti. Was bedeutet, das Extrem zu denken, dass wenn er nicht von seiner Seite kommt, dann existiert er nicht in der Küche, was auch ein weiteres Extrem ist. Welcher dieser beiden Extreme ist erlernt und welches dieser beiden Extreme ist angeboren im Menschen? Die klassische Antwort ist darauf, kannst du rumkauen. Die klassische Antwort ist, darauf kannst du rumkauen, dass das Extrem zu sagen, dass er überhaupt nicht existiert, von einer schlechten Erklärung von Lehrheit herrührt.
Das ist normalerweise erlernt. Wenn er nicht das ist, was ich dachte, dass er ist, dann existiert er überhaupt nicht. Dies wird zumeist von Leuten gesagt, die nicht verstehen, was Leerheit bedeutet. Alles klar? Jetzt geht's los. Lass uns noch ein paar machen. Nächster Vers. Das sind zwei separate Gedanken. Sie sind Ranglung, sie sind unser eigenes System. Falls irgendeine Entität aus einer Eigennatur heraus existieren würde, was die Art von Identität bedeutet, von der wir zuvor gesprochen haben, könnte sie sich nie verändern, okay? Falls eine Identität inhärent wäre, könnte es sich niemals in etwas anderes verändern, was bedeutet, dass es niemals stoppen könnte, weil das ebenfalls verändern wäre. Wenn Dinge also eine eigenständige Identität halt hatten und die Identität permanent ist, dann könnte das Ding niemals stoppen, weil es eine permanente Identität hätte. Es ist eine sehr interessante Idee und er sagte, es wäre was ist an Tim? Erinnerst du dich an? Verdunkeln, verdecken. Dann sagt er, Johnny Lama sagt, was ist das? Nein, nicht Himmel. Du musst leerer Raum sagen. 4 Arten von Raum. Du musst leerer Raum sagen. Verändert sich nie. Er sagt dann alles. Falls Dinge Identität hätten, dann würden sich Dinge nicht verändern, weil sich ihre Identitäten nie verändern würden. Denn wenn sie sich verändern würden, würden sie ihre Identität verlieren. Das bedeutet auch, wenn die Identität für immer anhält, dass das Ding für immer anhalten müsste. Es wäre ein leerer Raum, der für immer anhält. Ob die Erde in diesem Raum ist, ob der Planet Erde in diesem Raum ist oder du den Planeten Erde zerstörst. Der Raum wird immer da sein. Bedeutet, er ist offen und kann nicht versperrt sein. Es ist wie eine Box, es ist wie der Raum. Wenn die Identität eines Dinges sich also nie verändern würde, würde das Ding für immer andauern. Wenn die Identität eines Dinges sich verändern würde, dann ist es nicht wirklich eine starke Identität, oder? Wenn Feuer kalt werden könnte, was ist dann der Nutzen davon, eine Identität zu haben? Verstanden? Dann kommt der andere Typ. Oh mein Gott. Zuerst sind wir dran und dann der andere Typ und er sagt uns nicht, dass er wechselt. Okay, los geht's. Wenn die Natur der Milch sich niemals verändern könnte, wo ist dann der Joghurt hergekommen? Wenn die Natur der Milch sich niemals verändern könnte, was ist dann zu Milch geworden? Was ist dann Joghurt geworden? Entschuldigung, wenn die Natur der Milch sich niemals verändern könnte, was ist dann zu Joghurt geworden? Dann sagen wir, wenn die Milch eine Natur haben könnte, was verändert sich dann? Okay? Das nennt sich bedeutet parallele Begründung. Ich sage es nochmals. Er sagt, Entschuldigung, ich muss da drauf schauen. Wenn Dinge keine Eigennatur haben, wie kannst du dann sagen, dass es sich in etwas anderes verändert hat? Wenn Milch keine Natur hat, wie kannst du dann sagen, die Milch ist zu Joghurt geworden? Wenn die Milch keine bestimmte Identität hat, wie kannst du dann sagen, sie wurde zu etwas anderem? Wenn du von Anfang an keinen Führerschein hast, wie kannst du dann sagen, dass du einen falschen Führerschein bekommen hast? Wie ist es damit? Das ist der andere Typ. Dann sagen wir, nein, du kapierst es nicht. Wenn es eine Identität hätte, dann könnte es sich nicht verändern. Sag mir nicht, es könnte sich nicht verändern, wenn es keine Identität hätte, was sein Argument ist.
Wenn es nicht etwas ist, wie kann es sich dann verändern? Wir sagen, nein, du kapierst es nicht. Wenn es etwas ist, wie kann es sich dann verändern? Kapiert? Süß. Verwirrend. Auf halbem Weg durch die zweite Hälfte haben wir zu uns hinüber gewechselt. Danke, Nagarjuna. Alles klar? Ich weiß auch nicht. Ich habe vergessen, weshalb ich hier einen Bildhauer genommen habe. Ja, damit meine ich, die Idee ist, dass du etwas verändern könntest, das unveränderlich war. Sowas in der Art. Alles klar? Keine Sorge, wir haben es bald geschafft. Nächster Vers ist sogar noch berühmter als die letzten, bei denen ich dir sagte, dass sie berühmt sind. Dies ist der berühmte Vers. Wenn du denkst, dass Dinge existieren, dann fällst du in das Extrem. Zu glauben, dass Dinge sich niemals verändern können. Wenn du denkst, dass Dinge nicht existieren, dann fällst du in das Extrem, dass Dinge nie angefangen haben. Deshalb sollten die unter euch, die Meister sind, in der Mitte bleiben. Das ist der mittlere Weg. Was ist der Spitzname von Weisheit? Ja, mittlerer Weg. Madhyamaka. Das ist der Spitzname von Prajna. Wo siehst du diesen Spitznamen benutzt? Für $100. Im Titel vom Jonel Lamas. Du bist nah dran. Den mittleren Weg betreten. Ja, $100 für Tim. $100 für Tim. Ja. Chandrakirti nannte sein Buch nicht Weisheit betreten. Er nannte es den mittleren Weg betreten. Aber dieser mittlere Weg, Madhyamika Sastra genannt. Der Kommentar zum mittleren Weg. Alles klar? Hier ist es also. Wenn du denkst, dass Dinge existieren, dann können sie sich niemals verändern. Wenn du denkst, dass Dinge nicht existieren, dann bist du ein Nihilist. Okay? Deshalb sollten wahrlich weise Männer und Frauen irgendwo zwischen den beiden bleiben. Du solltest zwischen diesen beiden bleiben. Was bedeutet, in der Küche für $300 zu verstehen, dass, mach langsam, das ist eine Menge Geld. Jeder lacht. Wo ist der mittlere Weg in der Küche? Wenn du verstehst, wenn der Ehemann dich anschreit, der Grund dafür ist, dass du eure Kinder letzte Woche angeschrien hast. Gut, und deshalb, das existiert. Was existiert nicht in der Küche? Der, ich habe doch nichts gemacht, Ehemann. Dieser, ich habe noch nichts gemacht, Ehemann existiert nicht. Nein, also bleib zwischen diesen beiden Orten. Verstanden? $300. Sie geht mit dir zum Abendessen aus, Bachi. Okay. Okay, gut. Okay. Er weitet die Bedeutung aus, von unveränderlich und niemals starten aus. Nebenbei, diese zwei Extreme, unveränderlich und aufhören, diese zwei Extreme sind beschrieben als das Resultat von bestimmten Meinungen. Sie werden immer als Resultat bestimmter Meinungen beschrieben. Wenn der Ehemann von seiner eigenen Seite kommen würde, könnte er sich niemals verändern. Was ist der andere? Wenn er nicht von seiner eigenen Seite kommt, kann er nicht existieren. Dann würde er einfach stoppen. Verstanden? Alles klar? Ich habe ein spezielles Bild für euch gemacht. Der mittlere Weg der zwei Ehemänner. Okay. Wenn du also denkst, er wäre nur von seiner eigenen Seite,
dann bist du von der rechten Seite der Brücke gefallen. Wenn du denkst, dass wenn er nicht von seiner eigenen Seite kommt, kann er nicht existieren, dann bist du von der linken Seite der Brücke gefallen. Wenn du auf dem mittleren Weg bleibst, hast du eine glückliche Beziehung. Ja, oh, es tut mir leid. Das ist das letzte Bild in der Klasse. Lasst uns alles zusammenfassen. Was war der Name dieses Kapitels? Wir haben Identität diskutiert. Könnte etwas eine eigenständige Identität haben? Wir haben entschieden, dass es keine eigenständige Identität haben kann, weil selbst die Charakteristika von Dingen, wie die Hitze von Feuer, die anscheinend im Feuer sind, von uns kommen. Das ist es unterm Strich. Also gibt es keine natürliche Identität von irgendetwas. Okay, was bedeutet das in Bezug auf Medizin-Buddha-Mantren? Ja, nehmen wir an, du hättest eine schlechte Motivation und du sagst ein Medizin-Buddha-Mantra. Was würde dann geschehen? Es ist ein Zeichen der Identität des Mantras. Hat es eine Identität, vorteilhaft zu sein? Nein. Wenn du diese Mantra mit einer Haltung von Konkurrenzdenken sprichst, dann könnte sie jemand verletzen, richtig? Cool. Das ist die Leerheit der Mantren. Sie haben keine eigenständige Identität. Cool. Bis zum nächsten Mal. Yeah!